Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Es gab mal wieder inzwischen ein Update vom IP-Adapter, das ist das dritte Update und ja, das möchte ich euch nicht hier vorenthalten und das hat es wirklich in sich. Im Vorfeld schaut euch gerne noch die beiden anderen IP-Adapter-Videos auch hier auf dem Channel an. Da zeige ich euch auch, wie man das Ganze installiert und die GitHub-Seite und so. Das ist eigentlich, die gehören zusammen, weil das hier ist eine Erweiterung des IP-Adapters und wir kriegen eine ganz coole neue Funktion hinzu, und zwar das Timestepping im IP-Adapter selber. Das Timestepping hatte ich schon im zweiten Video dazu erklärt. Ich sage noch mal ganz kurz, worum es sich handelt. Also im Prinzip ist das Timestepping, das basiert auf diesen Case-Samplern Advanced. Hier können wir nämlich eingeben, ab wann ein Sampler starten soll und ab wann er enden soll. Also in dem Fall hier würde der erste Sampler ab Schritt 10 von 20 stoppen und der zweite Sampler ab Schritt 10 weiterführen, das Rendering bis zum Ende der eingestellten Steps. Und das hat den Vorteil, dass man hier in diesem Prozess auch noch eingreifen kann und sozusagen die Image-Generierung manipulieren kann. Und das Ganze kriegen wir jetzt durch den IP-Adapter selber gespendiert und das ist wirklich mächtiger, als man jetzt anfangs denken mag. Weil ich zeige euch gleich den Unterschied, den das Ganze macht. Und zwar, wir bauen jetzt erstmal hier uns ein kleines IP-Adapter-Setup zusammen. Ich fange mal an mit einem IP-Adapter-Model, nehme da das normale Model, ziehe das hier rüber und wir sagen Apply IP-Adapter. Wir brauchen noch ein Clip Vision. Wir ziehen es hier rüber, nehmen einen Clip Vision Loader. Wir nehmen ein Image, Load Image und hier schwenke ich direkt um auf dieses Bild. Wir brauchen ein Model, das heißt, wir nehmen einen Checkpoint Loader Simple. Hier nehme ich mal das Ref Animated. So. Dann geht es hier hinten weiter. Wir müssen das Model einmal in einen normalen Sampler schicken. Von da aus machen wir ein VAE-Decode und sagen einmal Preview-Image, damit wir uns das Ganze auch angucken können. Und ich brauche hier noch eine VAE, deswegen würde ich hier ganz gerne einen VAE-Loader noch nehmen. Und ich nehme mal die Standard Stable Diffusion VAE. Nach hier oben hin packe ich mir mal eben eine Save Image Node, damit ich mir die Bilder auch für die YouTube-Thumbnails wegspeichern kann. Die interessiert uns jetzt aber gerade nicht. Gut, beim Case-Sampler fehlt noch ein bisschen was. Wir brauchen erstmal ein Empty Latent Image, das uns die Bilder generiert oder die Bildgrößen definiert und sozusagen ein Latent erzeugt, was dann sozusagen für Stable Diffusion die Leinwand ist. Wir müssen ein Positive Prompting haben und wir müssen ein Negative Prompting haben. So, das Ganze verbinden wir mit dem Clip aus unserem Model. Ziehen das, dass es ein bisschen schön aussieht, wenigstens. Das Auge rendert mit. Und ich gebe hier oben schon mal ein Prompt ein. Und zwar ist Cyberpunk Woman Dressed Clothes. Und zur Sicherheit für das Video einmal die beiden. Und dann schauen wir mal eben, ob ich alles richtig verbunden habe hier. Das müsste so stimmen, ansonsten wird ComfyUI gleich motzen. Und ich würde sagen, wir lassen mal ein Bild generieren. Ich ziehe das hier schon mal ein bisschen größer. Irgendwie so. Gut, ich drücke einfach mal Start und wir schauen, was passiert. Das ist jetzt das Standardverhalten des IP-Adapters. Er nimmt das Bild, er beschreibt das Bild. Und er macht uns ein sehr ähnliches Bild. Ne, das funktioniert jetzt wie gehabt. Was wir jetzt allerdings machen können hier, das Timestepping. Wir können sagen, und dieser Wert ist prozentual anzugeben, ab wann der IP-Adapter zuschlagen soll im Rendering-Prozess. Und das können wir einmal für den Startwert machen und einmal für den Endwert. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage 0,25, dann bedeutet das, der IP-Adapter soll erst bei 25% der Steps, der Rendering-Steps anschlagen. Und wenn wir das mal machen,
dann habt ihr vielleicht ganz kurz gesehen, dass wir für den ersten Durchgang, also die ersten 5 Steps, unser Prompting hier oben kriegen, nämlich unsere Cyberpunk Woman, bis dann der IP-Adapter wieder übernimmt. Ne? Das sieht man so ein bisschen, wenn es so lila war, dann war das unser Prompt und danach haut der IP-Adapter rein. Und das ist so das Bild, was wir dann rauskriegen. Wir können hier natürlich noch irgendwie ein bisschen die Weight anpassen, sagen wir mal 75% Weight nur. Dann wird es ein bisschen schöner. Wir können hier an der Stelle auch noch ein bisschen Noise hinzufügen. Sagen wir mal so 30. Da kriegen wir ein bisschen mehr Details rein. Das ist alles wie gehabt. Aber ihr seht schon, dass das ziemlich gut funktioniert. Wir können es auch umdrehen. Wir können auch sagen, dass der IP-Adapter jetzt ab der Hälfte oder so aufhören soll. Das heißt, wir kriegen zuerst die Beschreibung vom IP-Adapter mit 75% und danach soll das reine Model und unser Prompting wieder übernehmen. Dann sieht das Ganze so aus. Wir sehen, der IP-Adapter hat ab 50% aufgehört und danach hat das Model übernommen und uns noch ein bisschen mehr Cyberpunk-Aspekte reingerendert. Damit wir da mal ein bisschen Übersicht kriegen, sage ich jetzt hier an der Stelle mal, ich möchte den Seed auslagern. Seed to Input. Und dann nehmen wir mal, das Empty Latent brauche ich jetzt gerade nicht. Wir nehmen jetzt einmal hier diese Nodes. Ich sage Steuerung C für Copy und Steuerung Shift V. Dann kriegen wir das Ganze nämlich mit Konnektoren einmal wieder eingefügt. Das Ganze machen wir 3-mal. So. Und jetzt können wir hier einmal sagen, oben ist unser Originalbild. Hier sagen wir, wir wollen bei 0,25 stoppen. Ups, das war zu wenig. 0,25. Hier wollen wir bei 0,5 stoppen. Und hier unten bei 0,75. Also einmal 25%, einmal 50% und einmal 75%. Und ich muss natürlich noch den Seed jetzt einmal generieren. Einfach Doppelklick auf die ausgelagerte, auf den ausgelagerten Input. Wir sagen hier Randomize und verbinden den Seed einmal mit allen Samplern. Und dadurch sollten wir jetzt in der Lage sein, uns einmal alle Variationen anzugucken. So, die Reihenfolge ist jetzt ein bisschen verwirrend. Andersrum würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen. Aber wir sehen hier oben einmal unser Referenzbild mit 100% bzw. 75% Einfluss des IP-Adapters. Hier hat der IP-Adapter ab 25% aufgehört und unser Prompting hat übernommen. Hier hat er ab 50% aufgehört und hier ab 75%. Natürlich ist das untere Bild ähnlicher dem, weil wir hier natürlich 100 haben und hier unten 75%. Ne? Deswegen wird es ähnlicher. Wenn man nochmal die... Achso, da muss ich aufpassen. Das geht nämlich über 1. Ich gebe nochmal die volle Stärke vom IP-Adapter, damit der nochmal da volle Möhre reinkickt. So, wir machen nochmal einen Durchlauf. Wir haben trotzdem den Einfluss nach wie vor gesteuert, dass der IP-Adapter ab den eingestellten Prozentzahlen aufhört zu rendern. Und da kriegen wir richtig coole Ergebnisse raus. Ne? Also so von oben nach unten die Steigerung, wenig IP-Adapter-Einfluss, mehr und am meisten mit 75%. Das ist, wie gesagt, das ist eine richtig, richtig coole Sache eigentlich. Und natürlich kann man das Ganze auch mischen. Das heißt, wir möchten, ich sag mal jetzt nur hier unten, wir möchten ab 25% den IP-Adapter ins Spiel bringen und ab 75% wieder raus. Das wird uns auch wieder ein komplett anderes Bild geben. Müssen wir einmal natürlich die nochmal durchlaufen lassen. So, hier unten, ne, wir sehen, wir haben ein komplett anderes Bild gekriegt. Das liegt daran, dass in den ersten 25% unser Prompting wieder 100% verfügbar war.
Danach kommt zwischen 25 und 75% der IP-Adapter ins Spiel und danach übernimmt nochmal unser Prompting für den Feinschliff am Ende. Und das ist halt etwas, das ist richtig mächtig. So, wir nehmen das jetzt nochmal weg hier. Da ist eine übrig geblieben, die kann auch weg. Es gibt nämlich einen Vorteil, den wir hier haben, gegenüber dem anderen Timestepping, wie wir es im letzten Video noch gesehen haben. Und zwar, wenn wir uns nochmal Sampling, K-Sampler Advanced. Wenn wir uns nochmal diese beiden Sampler nebeneinander angucken, die K-Sampler können nämlich eine Sache nicht, die die Advanced, die der normale K-Sampler kann, und zwar das Denoising. Das fehlt hier an der Stelle komplett. Und das Denoising, wisst ihr vielleicht, brauchen wir ja für Image to Image. So, ich mache eben mal den Seed wieder zurück in den Sampler. So. Funktioniert noch alles? Ja, funktioniert. Sehr gut. Image to Image. Und zwar, wir können uns noch mal einmal eine Load Image Node nehmen. Und ich nehme hierfür einmal, lasst mich mal eben kurz gucken. Da hat sich schon wieder einiges angesammelt in meinem Input-Ordner. So, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen selber gucken. Wir nehmen nochmal das Bild hier. Und ich sage jetzt mal, ich möchte hier einen VAE-Encode haben. Da können wir uns ruhig von hier oben einmal hoch. So, einmal die VAE schnappen und das Ganze hier hinten in den Sampler reinwerfen. Und wenn ich jetzt hier einmal Start drücke, dann wird nicht viel passieren. Außer natürlich, dass wir die Bildgröße ein bisschen anders haben. Ne? Aber der Stil ändert sich nicht. Die Bildgröße kommt jetzt halt von dem geladenen Bild, was wir hier unten haben. Ich kann hier aber jetzt das Denoise angeben und jetzt kriegen wir nämlich ein Image to Image. Wie wir sehen, nehmen wir jetzt das Original-Image und mischen das mit dem Stil dieses Bildes. Das können wir jetzt aber auch über das Timestepping hier noch weiter regeln. Ja. Punkt vergessen. Ne, das heißt, jetzt übernimmt erstmal unser Image to Image über das Ref Animated, basierend auf dem Bild, und ab 25% kommt der IP-Adapter ins Spiel. Mal ein bisschen damit passend hier, so. Auch das können wir hier noch weiter runterdrehen und sagen, wir möchten das Ganze zum Beispiel nur auf der Hälfte der Steps haben. Das heißt, ursprünglich kriegen wir hier schon an der Stelle erstmal den Stil davon, basierend auf dem Bild davon, und danach übernimmt das Model. Und damit, ihr seht schon, man kann richtig krasse Effekte erzielen. Wir können jetzt zum Beispiel auch einfach mal sagen, wir tauschen die beiden Bilder hier um und lassen das Ganze mal rendern. Jetzt haben wir nämlich das hier als unser Image-to-Image-Bild und das hier als Beschreibung für den IP-Adapter. Ne, jetzt kriegen wir hier nämlich so ein Tor-ähnliches Bild. Wir können hier auch nochmal das Weight ein bisschen runterdrehen. Dadurch kommt unser Cyberpunk-Prompting wieder ein bisschen mehr ins Spiel. Gucken mal, was er daraus macht. Ja, da ist er nicht sehr stark im Prompting dabei. Das liegt aber auch noch daran, dass wir hier Original haben. Wir können hier auch auf Linear gehen. Dann müssten wir ein bisschen mehr vom Prompting kriegen. Ja, der Hintergrund passt sich so ein bisschen mehr an. Bleib hier aber mal auf Original und sage jetzt hier aber ab 0,3, also ab 30% in etwa, möchte ich aufhören mit dem IP-Adapter-Einfluss. Wir haben hier, das ist jetzt gerade unser IP-Adapter-Einfluss, seht ihr hier, der hört dann ab 30% auf. Und ich glaube, man erkennt schon ziemlich gut, was da für Potenzial drin steckt, um Bilder generieren zu können. Also da kommt schon, ja, das ist, ich find's ziemlich Wahnsinn. Drehen wir das Ganze nochmal um. Jetzt haben wir hier unten nochmal unser Image-to-Image. Und auch hier kriegen wir ziemlich krasse Resultate raus. Natürlich können wir hier auch noch weiter
Bisschen vielleicht den Denoise hochdrehen. CFG was runter, damit es ein bisschen mehr am Input bleibt. Ja? Ihr seht, wo die Reise hingeht. Man hat hier wirklich unglaublich viel Einfluss und Spiel, wie man etwas machen kann. Gut, sie ist, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ja, die muss zum Chiropraktiker danach. Aber es ist, ja, ich bin immer wieder geflasht, was Matteo da baut. Da kommen Sachen am Ende bei raus. Und die Möglichkeiten sind halt einfach wirklich, wirklich mannigfaltig. Also, ne, man braucht nur die Dinger einmal umtauschen und man kriegt so coole Ergebnisse eigentlich raus. Das ist einfach der Wahnsinn. Was man mit diesem Toolset jetzt schon machen kann. Wir sagen jetzt mal nur 0,5% Weight. Und er soll auch erst ab 0,5% anfangen. Das heißt, dadurch geben wir unserem Cyberpunk-Prompt auch ein bisschen mehr Spielraum wieder. Da kommen richtig, richtig coole Dinger bei rum. Weitere Möglichkeit ist natürlich noch hier einmal auf das Plus-Model zu wechseln. Gibt uns noch ein bisschen mehr Tokens. Da kommen auch schon wieder ganz andere Geschichten bei raus. Es ist... Ich kann gar nicht aufhören, damit rumzuspielen einfach. Die Ergebnisse sind einfach richtig, richtig cool. Einfach so unkontrolliert hier gerade ein bisschen am Rumklicken. Tauschen die beiden Bilder nochmal aus. Also das Image-to-Image mit dem IP-Adapter-Einfluss. Und auch hier kommen Wahnsinnsergebnisse bei raus. Ja, updatet es euch. Wenn ihr es noch nicht habt, installiert es. Es ist hier IP-Adapter einfach im ComfyUI Manager eingeben. Hier oben der von Cubic. Dann kommt ihr auf die Seite. Schaut euch die anderen Videos noch an. Und vor allem geht auch mal auf Matteos YouTube-Kanal. Er ist der Entwickler von dem Ganzen. Er erklärt das natürlich noch wesentlich detaillierter, so manche Kniffs, als ich es kann. Hat er auch noch ein paar andere coole Sachen auf seinem Channel. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und Link packe ich euch unten in die Beschreibung natürlich, wie immer. Ja, ich habe ihm schon gesagt, also meine Hoffnung liegt darin, dass Matteo es schafft, den IP-Adapter irgendwann auch Kaffee kochen zu lassen. Das wäre super. Ich habe ihn auf jeden Fall darum gebeten, er soll sich dann bei mir melden. Ich hoffe, das macht er. Matteo, deine Antwort war LOL. Macht er es dann oder macht er es nicht? Naja, auf jeden Fall. Ihr seht die Möglichkeiten, die wir jetzt dadurch haben. Es ist nochmal ein ganz anderes Level vom IP-Adapter selber. Und ja, mal gucken, was dem verrückten Matteo da als nächstes noch so einfällt und wo die Reise hier hingeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim selber rumspielen und bei den ganzen Möglichkeiten, die dieses Teil uns jetzt hier bringt. Also mit den verschiedenen Models und den Weights und den Prompt einfließen lassen und die Noise hinzu und die Weight Types und jetzt auch noch mit Timestepping. Also das ist wirklich, wirklich eine coole Sache. Und ihr seht, die Ergebnisse, die wir jetzt hier schon rausgekriegt haben, also diese verschiedenen Stile von Bildern, gemischt durch Image-to-Image mit Prompt, mit Beschreibungen vom IP-Adapter. Und das ist ja noch nicht mal alles hier. Wir können ja auch noch die anderen Nodes. Moment, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Gibt es die hier? Ja, also ihr könnt auch hingehen und das Ganze natürlich mit den anderen Techniken noch machen. Das habe ich euch ja schon im vorletzten oder letzten Video gezeigt. Ich glaube, es war im letzten Video, weil wir haben ja hier jetzt die Möglichkeit auch noch mit Embeds zu arbeiten. Das war schon vorher, aber auch hier hat Matteo uns die Start- und End-Ad-Funktionalität spendiert.
Und es ist unglaublich. Ich freue mich darauf, wenn er sein Video rausbringt. Er hat in seinem letzten Video gesagt, er arbeitet dran. Das wird das nächste Video. Und ich hoffe einfach, er wird uns da auch wieder wegpusten. Aber ne, zum Einstieg hier, bis sein Video kommt. Ich weiß gar nicht, vielleicht kommt seins vorher oder meins jetzt. Mal schauen. Auf jeden Fall da auch reingucken. Er macht das ganze Zeug. Er ist da wesentlich tiefer in der Materie, auch in der Technik drin. Und kann noch so andere Kniffe, auch links und rechts vom IP-Adapter, auch noch super beschreiben. Ich wünsche euch was. Habt viel Spaß dabei. Und lasst Matteo mal einen lieben Gruß auf seinem YouTube-Channel da. Da würde er es bestimmt sich drüber freuen. Macht das einfach mal. Geht jetzt mal rüber. Komm. Geh jetzt mal rüber auf seinen Channel und lass mal einen lieben Gruß da. Guck dir die anderen Videos an, es lohnt sich. Und einfach mal was Nettes da hinschreiben. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss.